Hi, ich bin Lukas Und ich bin Philipp. und wir möchten euch einige nützliche Hinweise für den täglichen Gebrauch mit unseren Fahrzeugen liefern. Auf geht's! In diesem Video möchte ich euch das WRS Touch Control vorstellen, die zentrale Bedieneinheit im Rettungswagen. Diese ist so positioniert, dass sie für den Anwender vom Sitzen aus erreichbar ist. Über das WRS Touch Control steuert ihr zum Beispiel die Beleuchtung, die Klimatechnik und den Ambulanztisch. Über den Startbildschirm, den ihr immer wieder erreichen könnt, wenn ihr das WRS-Logo drückt, habt ihr Zugang zu den Untermenüs. Außerdem zeigt euch der Startbildschirm den Batteriezustand beider Fahrzeugbatterien an, sowie die Innentemperatur. Auf dem Startbildschirm ebenfalls implementiert ist die Wechselsprechanlage und ein Sommer zur Kommunikation ins Fahrerhaus. Über die Taste oben links gelangt ihr in das Untermenü für die Beleuchtung. Aktuell seht ihr die gedimmte Innenbeleuchtung. Diese wird automatisch eingeschaltet, wenn ihr die Seitentür oder die Hecktür öffnet. Außerdem könnt ihr hierüber die volle Innenbeleuchtung sowie das Traumalicht aktivieren. Zusätzlich könnt ihr die Spotleuchte oberhalb der Trage und die Arbeitsflächenbeleuchtung ein- und ausschalten. Über die Taste oben rechts gelangt ihr in das Untermenü für die Klima- und Heizungssteuerung. In diesem Untermenü unterscheiden wir drei verschiedene Szenarien. Im ersten Szenario ist das Fahrzeug am 230 Volt Netz angeschlossen und der Motor ist aus. Im zweiten Szenario ist das Fahrzeug nicht am 230 Volt Netz angeschlossen und der Motor ist ebenfalls aus. Im dritten Szenario ist das Fahrzeug nicht am 230 Volt Netz angeschlossen und der Motor läuft. Im ersten Szenario lässt sich nur der 230 Volt Heizlüfter einschalten. Dies ist jedoch an einige Rahmenbedingungen geknüpft. Zunächst muss das Gerät selber eingeschaltet sein, die Innenraumtemperatur muss kleiner als 18 Grad sein und beide Einstiegstüren, sprich die Schiebe- und die Hecktür, müssen geschlossen sein. Im zweiten Szenario könnt ihr ausschließlich die Luftstandheizung verwenden. Dabei ist Grundvoraussetzung, dass der Tank eures Fahrzeugs ausreichend gefüllt ist. Über das Flammensymbol könnt ihr die Luftstandheizung aktivieren und über die Pfeiltasten eure gewünschte Innenraumtemperatur wählen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, den Boost-Modus der Luftstandheizung zu aktivieren. Dann läuft die Luftstandheizung für 20 Minuten mit voller Leistung. Im dritten Szenario unterscheiden wir grundsätzlich zwischen einem automatischen und einem manuellen Modus für die Klima- und Heizungssteuerung. Im automatischen Modus kann die gewünschte Innenraumtemperatur über die Pfeiltasten auf dem Touchpanel ausgewählt werden. Je nachdem, wie die Innenraumtemperatur aktuell ist, schalten sich entweder die Klimaanlage, der Wärmetauscher oder die Luftstandheizung automatisch ein. Über die Taste oben rechts gelangt ihr in den manuellen Modus. In diesem können die Klimaanlage, der Wärmetauscher und die Luftstandheizung jeweils separat ein- und ausgeschaltet werden. Unabhängig vom Szenario kann in diesem Untermenü der Deckenlüfter über die Tasten unten links und rechts eingeschaltet werden. Über die Taste unten links auf dem Startbildschirm gelangt ihr in das Untermenü zur Bedienung des Ambulanztisches. Über die Taste unten rechts auf dem Startbildschirm gelangt ihr zur Systemanzeige. Hier findet ihr alle relevanten Informationen zu eurem Fahrzeug sowie die Kontaktdaten zur Firma WRS. Falls ihr noch weitere Fragen habt, wendet euch an eure Kontaktperson bei WRS Oder schreibt uns eine Mail.